Bereits das 3. Mal lud der Deutsche Führungskräfteverband zum Deutschen Führungskräftetag in Berlin ein. Das Motto in diesem Jahr: Zukunft gestalten, Weichen für morgen stellen. Ich heiße Sie heute recht herzlich willkommen hier in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz zu unserem Deutschen Führungskräftetag 2025. Kurz nach der Bundestagswahl bot die Veranstaltung wieder ein exklusives Forum für Führungskräfte und Mitgliedsverbände mit hochkarätigen Impulsen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Also ich glaube, es ist sehr erforderlich, dass wir in Deutschland jetzt möglichst schnell in den Aufbruch kommen. Dafür brauchen wir Tempo bei der Entbürokratisierung, Tempo bei der Digitalisierung, Tempo auch bei den Investitionen. Und dafür braucht es nicht nur die Politik, dafür braucht es auch Führungskräfte. Und zwar Führungskräfte mit Rückgrat und Haltung. Und wir als ULA stehen für dieses Rückgrat und für diese Haltung. Und das wollen wir auch hier als Kernthema in diesem Deutschen Führungskräftetag auch behandeln. Frau Prof. Dr. Petra Schleiter, Direktorin des Center for Democratic Resilience der Universität Oxford, ordnete im ersten Impuls der Veranstaltung die Fragestellung ein: Demokratien unter Druck. Was bedeutet das für Unternehmen und Führungskräfte? Globale Konflikte, internationale Handelsstreitigkeiten, der Krieg in der Ukraine und die Eskalation im Nahen Osten. Die Welt ist im Umbruch und das spüren auch Führungskräfte. Wir müssen unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Wir müssen um die richtigen Entscheidungen ringen. Kurzum, wir müssen Mut zu offenen Debatten haben. Und für uns als Führungskräfte gilt insbesondere, dass wir sie auch so führen müssen, dass sie am Ende nicht polarisieren in den Unternehmen, dass sie nicht spalten, sondern dass sie den gemeinsamen Weg in die Zukunft weisen. Das Thema Mut zu offenen Debatten wurde anschließend in einer Gesprächsrunde mit Stimmen aus verschiedensten Wirtschaftsbereichen vertieft. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist Orientierung geben. Orientierung, dabei aber eben auch die Offenheit. Ja, es gibt verschiedene Meinungen, das ist in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass man Respekt verlieren darf. Wir haben wirklich einen Bruch in vielen Situationen, wo wir als Führungskräfte immer neu denken müssen. Das Thema Politik, Demokratie reinzuholen, das war eigentlich in der Vergangenheit nie das Thema. Es war Förderung, Entwicklung von Mitarbeitenden zu fachlichen Themen. Und jetzt sind wir halt wirklich eine ganz andere Qualität. Großes Interesse galt dem Gespräch mit Journalist Konstantin Schreiber, der im letzten Jahr das Buch »Lasst uns offen reden« publizierte und damit wichtige Impulse für die Debattenkultur setzte. Weil diese Frage, wie geht es unserer Demokratie und wie gehen wir mit Meinungsfreiheit um, wenn es unbequem ist, und wie gehen wir auch mit anderen Meinungen um, das ist etwas, was uns alle, glaube ich, im täglichen Leben berührt, unabhängig davon, ob ich jetzt ein Unternehmen führe oder einfach in diesem Land mich bewege. Und das habe ich hier auch gemerkt. Also es ist eine Fragestellung, die viele umtreibt. Dr. Martin von Bruck setzte sich mit Haltung und Respekt von Unternehmen im Wettbewerb auseinander und erklärte, warum Wettbewerb keine Feindschaft werden darf. Ich habe heute in den Mittelpunkt gestellt die Aussage, dass Fortschritt vor allen Dingen davon abhängt, wie wir uns einander begegnen, und dass es im Wettbewerb darauf ankommt, ob wir künftig uns als Konkurrenten begegnen werden. Das ist eigentlich die Idee des politischen Wettbewerbs, des wirtschaftlichen Wettbewerbs, auch der Debatten, oder ob wir uns als Feinde begegnen. Und wir erleben im Moment immer mehr, dass Feindschaften gepflegt werden, und das führt dazu, wenn sich Menschen als Feinde begegnen, dass sie dann auch die Regeln nicht mehr akzeptieren. Denn unter Feindschaft gilt, der Sieg ist am wichtigsten, koste er, was es wolle. Bei einer ausführlichen Mittagspause wurden anregende Gespräche geführt und das gebotene Netzwerk genutzt. Ich finde es sehr beeindruckend, mit welcher Ernsthaftigkeit hier diskutiert wird. Alle nehmen die Themen, ob das Polarisierung ist oder Dialogbereitschaft, Haltung zeigen, nehmen das alle sehr, sehr ernst und nehmen das auf, saugen das auf und tauschen ihre Erfahrungen aus. Und ich spüre schon, wie alle sich inspirieren und nach Hause fahren werden mit vielen neuen Ideen oder einer Bestärkung, sich weiter einzusetzen. Und das ist schon sehr beeindruckend, und solche Foren gibt es sonst eigentlich gar nicht. Die ULA organisiert, wie ich finde, auf einem sehr hohen Niveau, auch mit politischer, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher Expertise, Veranstaltungen wie jetzt zum Beispiel genau diesen Führungskräftetag 2025.
das Gefühl, in einem Boot zu sitzen, hilft natürlich, gibt Kraft, dass man nicht alleine da steht, sondern auch mit anderen Organisationen, anderen Branchen. Das ist auch übrigens der große Vorteil der ULA aus unserer Sicht, dass wir hier mit Vertretern anderer Branchen zusammenkommen und dass man sich da gegenseitig, befruchtet, um neue Wege zu finden. Ja. Also früher war es das große Problematisieren, was ist alles schwierig, was ist alles schlimm. Das ist jetzt soweit durch. Wir sind jetzt soweit, dass wir sagen, okay, es gibt eine Perspektive, wir können es gestalten, nun lasst es uns auch bitte machen. Die folgenden Deep Dive Sessions thematisierten Mitbestimmung, werteorientierte Führung und den Umgang mit Nachhaltigkeit. Zudem boten sie Raum für persönlichen Austausch und gemeinsame Reflexion. Bei Eva Jox stand die Rekrutierung von Führungskräften mit Ausblick auf die Sprecherausschusswahlen 2026 auf der Agenda. Wir merken, dass das Thema nicht immer ganz einfach ist in vielen Unternehmen. Und da möchte ich einfach mit den Teilnehmenden in den Dialog treten und dieses Thema diskutieren. Und vielleicht nimmt ja der ein oder andere auch neue Ideen dann für die Rekrutierung mit. Christian Dürr betonte den politischen Auftrag, mit mehr Mut den Wirtschaftsstandort zu stärken, Fachkräfte zu halten und neue zu gewinnen. Wir müssen es schaffen, diese auch heiklen Punkte der deutschen Politik ganz anders zu betrachten. Und dann, und das zum Abschluss, dann besteht die Chance, dass in diesem Land wieder Mut kommt. Wenn Politik bereit ist, mutige neue Wege zu gehen, ja, und da wird es am Wegesrand viele Bedenkenträger geben, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber was ich mir vor allen Dingen wünsche, dass wir insgesamt wieder mutiger werden. Dieses Land hat alle Chancen und die beste Zeit noch vor sich, wenn Politik auch den Mut hat, Reformen auf den Weg zu bringen. Ich danke Ihnen. Es geht zu wenig voran. Das heißt, anstrengen lohnt sich nicht mehr ausreichend. Und genau deswegen wünsche ich mir von der Politik diesen Mut zur Veränderung, mehr machen lassen als alles bestimmen. Professor Dr. Alexander Zurek präsentierte die Ergebnisse zur Studie der Führungskräfteumfrage 2025 in Zusammenarbeit mit der Naumann Stiftung. Die Botschaft war deutlich. Überregulierung, Reformstau und Fachkräftemangel sind zentrale Sorgen der Wirtschaft. Simone Menne gab einen Impuls zum Thema Zeitenwende in den transatlantischen Beziehungen und den daraus resultierenden neuen Anforderungen an Führungskräfte und Sprecherausschüsse. Wir brauchen Risikobereitschaft. Das Thema deutsche Kultur ist nicht unbedingt Risiko. Ja, heutzutage kann man aber ohne Risiko tatsächlich keinen Fortschritt schaffen. Wir brauchen das Risiko, im Thema künstliche Intelligenz zu agieren. Wir brauchen das Risiko zu sagen, okay, wir gehen jetzt in eine Technologie, die zum Klimawandel beiträgt und wir glauben, dass das unseren Wettbewerb fördert. Es folgte die Keynote von Dr. Katja Scharpwinkel zum Umbruch in der Arbeitswelt und wie Führungskräfte diesen mitgestalten. Zeiten der Transformation, der Veränderung bringen Unsicherheit. Umso wichtiger ist es eben, Zuversicht zu vermitteln. In dem Umbruch stecken eben auch viele Chancen mit drin. Und ich würde Sie alle einladen, dass wir diese Chancen möglichst transparent machen, dass wir Prioritäten setzen, dass wir Perspektiven aufzeigen, dass wir möglichst Pragmatismus vorleben, Vorbilder sind und dass wir die Überzeugung, dass es sich lohnt, gemeinsam diese Transformation zu gestalten, dass wir das über unsere Führung dann auch in die Unternehmen bringen, als Vorbilder mit Verantwortung und dann eben hoffentlich mit einem Gemeinschaftsgefühl bei den Teams, dass sie hier bei der Reise mitmachen. Direkt aus der Ministerpräsidentenkonferenz kam Alexander Schweitzer zum Abschluss des Führungskräftetages und setzte wichtige Schlusspunkte dazu, wie der Umbruch in Deutschland gelingt. Also zumindest ist es mal wichtig, dass wir Transformation als Chance begreifen und dass wir uns auch gemeinsam auch in die Verantwortung nehmen. Dass wir nicht sagen, geh du mal voran und dann bewege ich mich vielleicht auch. Politik muss Rahmenbedingungen setzen, Politik muss auch aktivieren, muss einen starken Arbeitsmarkt mitschaffen. Politik muss auch unternehmerische Entscheidungen begleiten, auch erleichtern. Und Unternehmen müssen das tun, was sie tun, nämlich Unternehmen führen, auch mit Blick auf den Standort, immer wieder neu entwickeln. Und Unternehmen müssen und dürfen auch von Politik verlangen, dass die Rahmen richtig gesetzt werden. Aber wichtig ist, dass man im Gespräch ist und dass man nicht vorurteilsbeladen miteinander umgeht.
Nach einem Tag voller inspirierender Impulse fand der Abend im Kaisersaal am Potsdamer Platz in entspannter Atmosphäre seinen Ausklang. Als finalen Redebeitrag des Tages adressierte Frau Dr. Sandra Detzer ein Grußwort an die Teilnehmer. Dem Abend war anzumerken, dass die Teilnehmenden mit neuer Energie und Zuversicht in die kommenden Aufgaben starten.